Und unsere Reporterin Isabel Finzel ist für uns in Berlin mit dabei bei diesem Parteitag. Und Isabel, wie fällt denn die Reaktion der Grünen auf den Migrationsvorstoß von Friedrich Merz aus? Christina, darüber wollen wir jetzt sprechen, denn bei mir ist der Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck. Schön, dass Sie sich hier bei diesem Parteitag die Zeit nehmen für ein Gespräch. Guten Morgen. Herr Habeck, wir müssen über die Anträge sprechen, die die Union in den Bundestag einbringen will zum Thema Migration. Die Grünen haben schon deutlich gemacht, sie wollen bei diesen Anträgen nicht zustimmen. Wenn man jetzt aber vor der Wahl das Thema Migration quasi abräumen würde, würde man doch der AfD den Wind aus den Segeln nehmen. Das müsste doch eigentlich in ihrem Interesse liegen, oder nicht? Ja, und wir haben natürlich hart daran gearbeitet, dass Migration steuerbar, beherrschbar und auch sicherer wird. Nur was die Union jetzt gemacht hat, ist ja ein Antrag vorgelegt, wo sie gesagt hat, den wollen wir mit der AfD durchbringen oder sind bereit, es mit der AfD durchzubringen. Der erste Blick darauf zeigt, dass sie alles zusammen kopiert haben, was sie jemals gedacht haben. Die konkrete Analyse dessen, was in Aschaffenburg an Wahnsinnstat geschehen ist, geht schon wieder verloren. Und viele Dinge von denen sind offensichtlich europarechtswidrig oder auch gegen die Verfassung gerichtet. Das einfach so durchzuwinken, geht natürlich nicht. Richtig ist, dass Migration eine Herausforderung ist, aber richtig ist auch, dass wir nicht verkennen dürfen, dass demokratische Parteien zusammenarbeiten müssen oder in der Lage sein müssen, zusammenzuarbeiten. Und diese Haltung von kompromisslos, basta, ich ziehe jetzt mal durch und auch mit den Rechtsradikalen stellt genau das in Frage. Und das ist das Gegenteil von einer Lösung in der Sache, wo ja viel schon gearbeitet wurde. Das ist, den Wahlkampf zu nutzen, um Vorteile zu gewinnen. Ich glaube, es wird allerdings zum Nachteil der Union werden. Aber die Union und Friedrich Merz betont ja ganz klar, dass es eben keine Zusammenarbeit mit der AfD sei, dass die Anträge nicht abgesprochen seien, nicht verhandelt sei. Und er betont weiterhin, es wird keine Zusammenarbeit und keine Koalition mit der AfD geben. Und in den Anträgen, in einem Antrag ist sogar, distanziert sich die Union sogar von der AfD, sagt auch klar, sie sei kein Partner, sondern ein politischer Gegner. Ja, das zeigt, was in der Union inzwischen ins Rutschen geraten ist. Denn mit genau dem Argument hätte ja auch Herr Kemmerich mal in Thüringen Ministerpräsident werden können. Ich stelle mich zur Wahl, ich weiß, ich habe keine Mehrheit, aber mit der AfD lasse ich mich wählen. Damals ist allerdings die damalige Vorsitzende Kramp-Karrenbauer zurückgetreten, sowohl vom Parteivorsitz wie auch von der Kandidatur zur Kanzlerkandidatin, weil genau das bedeutet, Zusammenarbeit billigend in den Kauf zu nehmen. Dass die Union das jetzt uminterpretiert, zeigt, wie weit sie schon die Grenze der Zusammenarbeit gerade dabei ist zu verschieben. Das ist eine wirklich schiefe Bahn. Ich will es noch einmal sagen. Diese Anträge werden, wenn die Union es durchzieht und das ernst gemeint ist, was Herr Merz gesagt hat, nämlich keine Verhandlungen, friss oder stirb, am Mittwoch eine Mehrheit mit BSW und AfD bekommen. Die einfache Mehrheit können sie erreichen. Und dann hat die Union mit AfD und BSW gegen die anderen demokratischen Parteien gestimmt. Das soll die Union sein. Das ist das Wahlangebot. Ernsthaft jetzt? Was passiert hier gerade eigentlich in Deutschland? Aber Herr Habeck, soll man Anträge zurückhalten, nur weil möglicherweise die Falschen dafür stimmen könnten? Ja, so ist es. Wir haben uns verabredet. Herr Merz hat das vorgeschlagen und das war weise gesprochen. In einer Phase, wo es keine stabile Mehrheit für die Regierung gibt, halten wir uns keine Showanträge vor, sondern wir verabreden uns als demokratische Parteien, nur die Anträge zur Abstimmung zu bringen, von denen wir wissen, dass wir uns nicht vorführen oder billigend AfD-Mehrheiten in Kauf nehmen. Das war der Vorschlag von Herrn Merz und von der Union. Und er hat sogar sein Wort als Parteivorsitzender daran gebunden. Und genau das wird in Frage gestellt. Sowohl die Verabredung im Parlament, genau das nicht zu tun, auf seinen Vorschlag hin, wie auch die Zusage, nicht billigend mit der AfD zusammenzuarbeiten. Deswegen, das ist ein ernster Vorgang, ein sehr ernster Vorgang. Und man mag sich nur vorstellen, was passiert, wenn am Mittwoch die Union mit AfD, BSW und FDP eine Mehrheit im Parlament hat. Was ist das für ein Signal von Deutschland in Europa und für den Wahlkampf? Wenn das passiert, wenn es zur Mehrheit kommt, auch mit der AfD, ist für Sie dann eine Koalition mit der Union nach der Bundestagswahl noch denkbar? Wir sind ja im Wahlkampf. Schon diese Tage, alleine die Ankündigung, wird eine Auswirkung haben auf die Debatte in Deutschland. Wir sehen die Sorge von vielen Menschen in Deutschland und sie ist berechtigt. Wir sehen, was in Österreich passiert ist. Aus Unachtsamkeit oder aus fehlender Ernsthaftigkeit übernimmt jetzt die Regierungsführung
möglicherweise eine rechtsradikale Partei. Österreich ist jetzt nicht so weit weg von Deutschland, deswegen, das ist kein Spiel. Das ist nicht irgendwie eine Lappalie innerhalb der demokratischen Diskussion, das muss man sehr ernst nehmen. Und dieses Ernstnehmen wird eine Auswirkung auf den Wahlkampf haben und erst dann stellen sich alle anderen Fragen. Ja, aber Habeck, dann stimmen Sie doch dazu. Gut, wir haben verstanden, Zurückweisungen an den Grenzen halten Sie für rechtlich nicht umsetzbar. Aber wie sieht das denn mit anderen Punkten der Union beispielsweise aus? Zum Beispiel Gefährder oder Straftäter in zeitlich unbegrenzten Ausreisearrest zu nehmen. Könnten Sie da zumindest mit? Die Vorschläge sind ja nicht zur Verhandlung gedacht und so wie sie formuliert sind, sind sie nach erster Einschätzung nicht verfassungskonform. Das Recht auf Asyl zu stellen in Deutschland gehört zur DNA dieser Republik. Das ist eine Lehre aus der Geschichte. Man kann das in Frage stellen, aber da muss man es auch sagen. Man kann nicht einfach sagen oder von uns verlangen, dann stimmen wir halt wahrscheinlich verfassungswidrigen Vorschlägen zu. So läuft es ja nicht. Vor allem mit dem Gestus der Unterwerfung, der Erpressung. Sonst machen wir es mit der AfD, können Demokraten ja nicht zusammenarbeiten. Deswegen da hat sich die Union verrannt, strategisch verrannt. Das kann passieren, dann muss man aber zurückrudern. Und noch einmal, ich wiederhole, was ich an anderer Stelle gesagt habe, wenn man den Fehler einräumt, wir werden da nicht mit Häme drauf reagieren. Oder sie meint das ernst. Aber wenn sie ernst meint, dass sie mehr mit der AfD gemeinsam hat, als mit mit Grünen oder SPD, dann muss man es auch ernst nehmen. Aber so werden wir natürlich uns nicht erpressen lassen. Aber gerade dieser rechtliche Punkt, der ist ja auch umstritten. Es gibt ja auch Juristen, die halten Zurückweisungen an den Grenzen für möglich. Zum Beispiel auch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat das unter anderem gesagt. Nochmal eine andere Frage, Habeck, wie wollen Sie denn dann das reagieren auf die Morde von Aschaffenburg? Denn man muss ja sagen, an der Stelle ist es ja kein Einzelfall mehr und viele erwarten ja jetzt, dass was passiert. Noch einmal zu dem ersten Punkt von Ihnen, der lag ja schon auf dem Tisch nach Solingen und damals haben die Experten der Ministerien keinen gangbaren Weg aufzeigen können. Meinetwegen diskutieren wir darüber, aber das bietet Herr Merz ja gerade nicht an, zu diskutieren. Dann können wir jetzt ja noch einmal die Rechtsexpertise nach vorne holen, aber im Gestus des entweder macht ihr es oder wir stimmen mit der AfD ab, so arbeiten wir hier nicht in Deutschland zusammen. Und unsere Vorschläge gehen auf die konkrete Lösung des Problems. Aufklärung von Vollzugsdefiziten, mehr Personal, besserer Datenabgleich, psychologische Muster erkennen und die Sicherheit der Menschen erhöhen, indem Menschen, die psychologisch anfällig sind und gewalttätig sind, identifiziert werden, kontrolliert werden, im Zweifelsfall weggesperrt werden oder ausgewiesen werden. Aber nicht alles in eine Suppe werfen, umrühren und sagen, das ist unsere Antwort. Das macht die Union. Das ist weder dem brutalen Anschlag, dem perversen Anschlag von Aschaffenburg angemessen, noch der politischen Debattenkultur in Deutschland. Herr Habeck, gestern war hier in Berlin eine große Demonstration gegen rechts, gegen einen Rechtsruck, gegen die AfD und unter anderem eben auch gegen die Pläne der Union, die Anträge entsprechend einzubringen. Jetzt wurde ein Foto gepostet von Ihren Parteikollegen, den beiden Parteivorsitzenden, die sich auf dieser Demo befanden und lächelnd in die Kamera geschaut haben. Das wird zum Teil ziemlich scharf kritisiert und als unangemessen empfunden nach der Tat von Aschaffenburg. Verstehen Sie das? Sehen Sie das auch so? Zu dem Foto kann ich gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass ich es ein starkes Zeichen finde, dass die Menschen wach werden und die Gesellschaft das Beste, was sie hat, nämlich Engagement zeigt. Wir werden hier um Verantwortung, aber Engagement muss aus der Tiefe der Gesellschaft kommen. Demokratie ist kein Zuschauersport. Jetzt zeigen die Demonstrationen die Besorgnis, aber auch das Engagement der Menschen. Das ist die wichtige Botschaft von Berlin und den vielen anderen Städten in Deutschland. Sagt Robert Habeck, der Kanzlerkandidat der Grünen. Und damit geben wir zurück zu euch ins Studio. Isabel, ganz herzlichen Dank dir für dieses Interview mit dem grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Danke.